In den rauen afrikanischen Steppen, wo hinter jedem Grashalm der Tod lauert, fliehen die Karbüffel nicht. Sie kämpfen ums Überleben, um zu beschützen und um sicherzustellen, dass niemand zurückbleibt. Karbüffel und der Kampf gegen den Tod. Wenn die ersten Sonnenstrahlen die Graslandschaften im südlichen Afrika in goldenes Licht tauchen, erwacht allmählich das Leben. Aus der Ferne scheint die Erde unter den schweren, aber gleichmäßigen Schritten einer Herde Karbüffel leicht zu beben. Diese Tiere sind bekannt für ihre Stärke, ihren Mut und ihren Instinkt, ihre Herde zu beschützen. Inmitten der weiten Felder wirken Karbüffel ruhig, aber nicht selbstgefällig. Jeder ihrer Schritte ist das Ergebnis einer Millionen Jahre langen Evolution, um in einer rauen, natürlichen Umgebung zu überleben, in der jeder Grashalm ein lauerndes Raubtier verbergen könnte. Der Karbüffel, Syncerus caffa, ist eines der größten Huftiere auf dem afrikanischen Kontinent. Ein ausgewachsenes Tier kann zwischen 500 und über 900 Kilogramm wiegen, hat einen kräftigen Körperbau, starke Muskeln und ein paar massive gebogene Hörner, die sich an der Stirn zu einem dicken Kriegshelm verbinden. Ein natürliches Geschenk wie ein lebender Helm. Sie leben in großen Herden, die in eng verbundenen und sehr zusammenhaltenden sozialen Gruppen organisiert sind. Die einzelnen Tiere arbeiten oft zusammen, um sich gegenseitig zu beschützen, insbesondere die jungen und schwächeren Mitglieder. Bullen übernehmen in der Regel die Aufgabe, den äußeren Bereich zu bewachen, während die Kühe in der Mitte sich um die Jungen kümmern. Das Warnsystem der Herde funktioniert durch lautes Brüllen, Stampfen mit den Füßen und synchronisierte Bewegungen. Mittags hält die Herde an einer schlammigen Stelle an, um sich auszuruhen und abzukühlen. Einige suhlen sich im Schlamm, um der Hitze und Parasiten zu trotzen. Kälber tummeln sich um die Beine ihrer Mütter, reiben sich mit ihren weichen Hörnern aneinander und geben neugierige Laute von sich, um die Welt zu erkunden. Aber hinter dem hellen Licht lauert immer die Dunkelheit. Aus dem hohen Gras am Waldrand näherten sich eine Gruppe von Löwinnen, professionelle Jägerinnen.
Mit ihrem dunkelgoldenen Fell, das sich in die Umgebung einfügte, und ihren leisen Schritten waren sie das Inbegriff des stillen Todes. Ein junger Büffel, abgelenkt, blieb hinter der Herde zurück. Das war ein fataler Fehler. Ein Löwe stürzt sich wie ein lebender Pfeil auf ihn. Ein kräftiger Sprung wirft den jungen Büffel zu Boden, scharfe Klauen greifen nach der Beute. Ein durchdringender Schrei zerreißt die Luft. Aber die Jagd verläuft nicht nach dem bekannten Drehbuch des Raubtiers. Ein donnerndes Brüllen erschüttert den Anführer der Herde, groß und wild, der mit erstaunlicher Geschwindigkeit angreift. Nach einigen Minuten des Chaos waren die Löwen gezwungen, sich zurückzuziehen. Der Anführer der Büffel stand allein in der Mitte des Schlachtfeldes, Schlamm spritzte auf seine Hörner, seine Augen glänzten wachsam und trotzig. In der Wildnis sind nicht nur diejenigen stark, die Krallen und Reißzähne haben, sondern auch diejenigen, die wissen, wie man sich zusammenschließt und beschützt. Und die Karbüffelherde bewies das mit Blut, Mut und einer unerschütterlichen Wahrheit. Niemand wird zurückgelassen. Nach dem spannenden Kampf zwischen den Karbüffeln und Löwen setzt die Karbüffelherde ihre Reise durch die weiten Graslandschaften fort. Aber sie waren nicht allein. In der Weite der Savanne existiert Leben in vielfältigen, spektakulären und interaktiven Formen. Gleich hinter dem Dickicht macht sich eine Herde afrikanischer Elefanten auf den Weg zu einer Wasserstelle. Die riesigen erwachsenen Elefanten gehen voran und nutzen ihre langen Rüssel nicht nur zum Trinken, sondern auch zur Kommunikation, zum Spielen und zum Schutz der Jungen. Unter ihnen tümmeln sich die Kälber und springen herum, sind jedoch innerhalb des Kreises der sanften Riesen absolut geschützt. Mehr über afrikanische Elefanten. Die Neidelefanten gehen langsam, aber stetig und hinterlassen tiefe Fußspuren im weichen Boden. Mit ihrer imposanten Größe und einem Gewicht von bis zu 6 Tonnen sind afrikanische Elefanten, Loxodonta africana, die größten Landtiere der Welt und ein Symbol von Intelligenz und Stärke. Im Gegensatz zu ihrem imposanten Aussehen verfügen sie über außergewöhnliches Gedächtnis und ein komplexes Sozialleben. Die Herden werden von der ältesten Elefantenkuh angeführt, in der Regel dem erfahrensten Tier mit langjährigem Wissen. Sie ist die intellektuelle Anführerin, die über die Route, die Wasserquellen und die Reaktion auf Gefahren entscheidet.
Der Rüssel, eine Kombination aus Nase und Oberlippe, ist das bemerkenswerteste Werkzeug im Tierreich. Elefanten benutzen ihren Rüssel zum Trinken, zur Früchtenente, um sich durch Berührung zu kommunizieren und sich sogar in Stresssituationen gegenseitig zu trösten. Ein Schlag mit dem Rüssel kann einen Löwen von den Beinen reißen, während eine sanfte Berührung ausreicht, um ein verängstigtes Kalb zu trösten. Afrikanische Elefanten sind sehr emotionale Wesen. Wenn ein Mitglied der Herde stirbt, kehren die anderen oft viele Jahre lang an diesen Ort zurück und berühren die Knochen mit ihrem Rüssel als Gedenkritual. Sie teilen sich Wasser, beschützen die Jungen und legen manchmal hunderte Kilometer zurück, nur um ihre vertraute Lebensquelle zu finden. In der Ferne bewegen sich schwarz-weiße Streifen rhythmisch über das trockene gelbe Gras. Eine Herde Zebras, Equus quagga, die schnellen und wachsamen Bewohner dieses wilden Landes. Jedes Individuum hat ein einzigartiges Streifenmuster, das keinem anderen gleicht, ähnlich wie menschliche Fingerabdrücke. Diese Streifen dienen nicht nur zur Identifizierung, sondern spielen auch eine wichtige Rolle fürs Überleben. Sie erschweren es Raubtieren, ihre Beute in einer dicht gedrängten Herde zu identifizieren, als würde das Sehvermögen des Feindes durch eine optische Täuschung getäuscht. Zebras leben in kleinen Gruppen innerhalb einer größeren Herde, die in der Regel aus einem dominanten Männchen, mehreren Weibchen und Fohlen besteht. Die Beziehungen innerhalb der Herde sind sehr stark. Wenn sich Raubtiere nähern, stoßen sie kurze Wieherlaute aus, schütteln den Kopf oder treten kräftig auf den Boden, um Alarm zu schlagen. Und wenn eines angegriffen wird, flieht die Herde nicht sofort. Oft dreht sich das Männchen um und ist bereit zur Verteidigung, um seine Herdenmitglieder zu retten. Zebras sind nicht nur eine beliebte Beute für Löwen, Leoparden und Hyänen, sondern sind auch häufig mit natürlichen Dürren, Nahrungsmangel und langen Wanderungen konfrontiert. Dank ihrer starken Beine und ihrem aerodynamischen Körper können sie Dutzende Kilometer lang ununterbrochen laufen. Sie sind zwar nicht so schnell wie Antilopen, aber widerstandsfähiger als jedes andere Tier in derselben Umgebung. Sie sind nicht die Stärksten, aber sie sind Meister der Wachsamkeit und der Einheit. Und genau das hilft Zebras in einer Welt, in der jeder Moment ein Kampf ums Überleben ist. Am äußersten Rand der Graslandschaft scheint der Boden bei jedem Schritt von Hunderten von Gnus zu beben.
Es ist eine chaotische und zugleich geordnete Szene, in der kräftige Körper, große Köpfe und gebogene Hörner in Formation voranstürmen, wie ein lebender Fluss, der über die Savanne fließt. Gnus sind Meister der Wanderung. Jedes Jahr legen Millionen von ihnen Hunderte von Kilometern durch die Graslandschaften der Serengeti und der Masai Mara zurück, in Suche nach Wasser und frischem Gras. Dies gilt als eine der größten Wanderungen auf dem Planeten. Ein Kreislauf von Leben und Tod, der sich mit der Regenzeit wiederholt und nicht alle kehren zurück. Sie sind eine sehr gemeinschaftliche Pflanzenfresserspezies, die immer in Herden von Dutzenden bis Tausenden von Tieren lebt. Die Herdenstruktur hilft ihnen, sich gegenseitig vor Raubtieren zu schützen. Wenn Gefahr droht, ändert die gesamte Herde ihre Richtung und bewegt sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit und Synchronisation, wodurch eine biologische Welle entsteht, die Feinde visuell und taktisch überwältigt. Obwohl sie nicht so schnell wie Thomson-Gazellen sind und nicht so kräftig wie Kappbüffel, haben Gnus den Vorteil der Ausdauer. Sie können stundenlang lange Strecken laufen, um Raubtieren zu entkommen und dabei manchmal Flüsse, Sümpfe und sogar brennende Graslandschaften überqueren. Im Himmel sind einige Geier zu sehen, wie stille Schatten der wandernden Herde folgen und auf eine Gelegenheit warten, sich über ein zurückgebliebenes oder verletztes Tier herzumachen. Aber vorerst behalte die Gnu-Herde ihre Formation bei und marschiert auf den Horizont zu, wo in der Ferne der erste Regen der Saison zu fallen beginnt. Am westlichen Horizont veränderte sich langsam die Farbe des Himmels. Schwarze Wolken zogen auf und brachten Donnergrollen mit sich, das über die Graslandschaften hallte. Der erste Regen der Saison kam wie ein Vorspiel zu einem neuen Lebenszyklus. Schwere Regentropfen fallen auf die ausgedörrte Erde und sickern tief in die rauen Risse des Bodens, der seit Monaten von der Sonne verbrannt war. Nach nur wenigen Tagen ununterbrochenen Regens erwachen die Graslandschaften zu neuem Leben. Aus dem Boden sprießen zärtliche Grashalme, schwach und zerbrechlich, aber voller Lebensenergie. Die braunen, ausgedörrten Graslandschaften sind nun mit einer neuen Vegetationsschicht bedeckt. Büsche sprießen, kleine Tänche füllen sich wieder und die Luft trägt den unverkennbaren Duft feuchter Erde, ein Zeichen der Wiedergeburt. Dies ist die ideale Zeit für Wildtiere, ihre Paarungszeit zu beginnen, darunter auch Kappbüffel mit ihren strengen Regeln hinsichtlich Status und natürlicher Auslesung.
Männliche Kappbüffel treten in eine entscheidende Phase ein, in der Stärke nicht mehr nur dazu dient, Raubtiere abzuwehren, sondern auch, um sich das Recht auf Paarung zu sichern. Die stärksten und reifsten Männchen beginnen, sich von der Herde zu trennen und bewegen sich in den zentralen Bereich, wo sich die Weibchen, um Partner zu finden, versammeln. Es gibt keine Begrüßungen, es gibt keine Kompromisse. Zwei Männchen nähern sich einander, die Köpfe gesenkt, die Hörner aufeinander gerichtet. Eine stille Stille umhüllt die Graslandschaft. Dann Krach! Die Kollision trifft den Boden wie ein Vorschlaghammer. Beide Seiten nutzen ihre robusten, gebogenen Hörner, um ihren Gegner zu stoßen, zu rammen und herumzuwirbeln. Schmutz und Steine fliegen, schweres Atmen hallt wider, Hufe kratzen über den Boden. Als sich der Verlierer zurückzieht, steht der Sieger aufrecht in der Dämmerung, die Muskeln angespannt, schwer atmend, aber sein Blick ist weicher geworden. Denn die Belohnung liegt nicht im Kampf, sondern in der Möglichkeit, sich den Weibchen zu nähern. Die intelligente und instinktreiche Büffelkuh wählt nicht zufällig. Sie beobachten die Kämpfe aus der Ferne und nähern sich dann dem Sieger. Die Paarung erfolgt schnell, aber geordnet. Es gibt keinen Wettbewerb. Jedes Individuum versteht, der Sieg diese Saison bedeutet, einen genetischen Abdruck auf der nächsten Generation hinterzulassen. Dies ist nicht nur instinktbasiertes Verhalten, sondern ein heiliger Moment, der die Fortführung der Spezies markiert. Eine neue Generation wird gesät, beginnend mit glorreichen Kämpfen. Die Zeit verging ruhig inmitten der ständigen Regenfälle der Regenzeit. Einige Monate nach der Paarungszeit trug die Kappbüffelherde nun neues Leben in sich. Mit Föten, die im Mutterleib heranwuchsen und auf den Moment ihrer Geburt auf den üppigen Graslandschaften warteten. An einem nebligen Morgen, mitten in der Steppe, die von fahlem Sonnenlicht durchflutet war, trennte sich eine erfahrene Büffelkuh von der Herde. Sie ging langsam zum Rand des Dickichts, wo es Schatten, Privatsphäre und ein wenig Ruhe in der wilden Welt gab, die immer laut und unberechenbar war. Nach vielen Stunden der Schmerzen, inmitten des Rauschens des Windes und des Geruchs feuchter Erde, stieß ein Kalb ersten schwachen, aber lebhaften Schritt. Die Büffelkuh leckte die Membran ab, half ihrem Kalb beim Atmen und regte die Durchblutung an. In weniger als einer Stunde rappelte sich das Kalb auf seinen spindeldürren Beinen auf.
Es taumelte und zitterte, aber sein Überlebensinstinkt zwang es, so schnell wie möglich laufen zu lernen, denn hier hatte der Schwache keine Zeit zu warten. Ein paar Wochen vergingen und die Graslandschaften waren voller Mutter-Kalb-Paare. Die jungen Büffel rannten nun neben ihren Müttern her und lernten jede Geste. Wie man den Wind riecht, wie man Geräusche unterscheidet und vor allem, wie man einen sicheren Abstand hält, wenn sich die Herde bewegt. Sie waren die Zukunft der Herde, trugen das Blut der Überlebenden in sich, geboren aus Stärke und geschützt durch mütterliche Liebe. Die Regenzeit hielt an und brachte reichlich Nahrung und den Schutz der Natur. Aber für die Jungen war diese Welt immer noch voller Gefahren und bald würden sie sich der Realität der Wildnis stellen müssen. Mittags ist die afrikanische Savanne in goldenes Licht getaucht. Kappbüffel sind über das üppige grüne Gras verstreut, ein Geschenk der Regenzeit, und grasen gemächlich. Jedes Tier bewegt sich langsam, das Geräusch des Kauens vermischt sich mit der sanften Brise. Die jungen Kälber drängen sich zwischen den Erwachsenen, fressen, spielen und lernen die Herde zu beobachten. Alles ist friedlich, bis ein Kalb sich von der Gruppe entfernt, weil es damit beschäftigt ist, eine Heuschrecke zu jagen. Es wandert mehrere Dutzend Meter weit weg, ohne zu bemerken, dass seine Bewegungen aus dem Schatten beobachtet werden. Nicht weit entfernt, im hohen Gras, lag ein Löwenrudel still wie Statuen. Sie hatten die Herde beobachtet und nun war der perfekte Moment gekommen. Das Tageslicht warf die Schatten ihrer Beute deutlich auf den Boden, ohne dass sie sich verstecken konnten. Plötzlich sprang ein Löwe aus dem Gras hervor. Der junge Büffel geriet in Panik und rannte los, rutschte jedoch aus und fiel auf das weiche Gras. Sein durchdringender Schrei alarmierte sofort die Herde. Die Büffelkuh stürmte vorwärts und rammte den Raubtier mit ihren gebogenen Hörnern. Direkt hinter ihr folgte die gesamte Herde erwachsener Büffel, die wie eine Stahlwand den Löwen zum Rückzug zwangen. Die Jagd der Löwen war gescheitert. Das Kalb entkam diesmal der Gefahr. Auf den weiten Graslandschaften, wo Leben und Tod immer Hand in Hand gehen, bewegt sich die Kappbüffelfamilie jeden Tag weiter vorwärts. Nicht nur mit körperlicher Stärke, sondern auch mit Zusammenhalt, protektivem Instinkt und beständiger Zuneigung. Sie sind weder die schnellste Spezies, noch besitzen sie scharfe Krallen.
Aber sie haben etwas, das nur wenige Raubtiere überwinden können. Einen unzähmbaren Kampfgeist und einen Überlebenswillen, der von Generation zu Generation weitergegeben wird. Von Kämpfen auf Leben und Tod mit Löwen bis hin zu internen Kämpfen um Paarungsrechte, von Geburten im Regen bis zu Müttern, die ihr Leben riskieren, um ihre Jungen zu retten, haben Kappbüffel eine lebendige Geschichte von Mut und heiliger Mutterschaft in die Savanne geschrieben. Und obwohl immer noch Gefahren lauern, wird das Gras wieder wachsen, der Regen zurückkehren und die jungen Büffel unter dem sanften Schatten ihrer Mütter und in der starken Umarmung der Herde weiter wachsen. Diese Familie, die unermüdlich kämpft und niemals aufgibt, ist das ewige Symbol der afrikanischen Tierwelt. Im Herzen des Amazonas, eine Welt, die nichts für Schwache ist. Jeder Tag ist ein Kampf, jedes Geräusch eine Warnung. Der wilde Amazonas, das Geheimnisreich der obersten Raubtiere. Dieser tropische Regenwald erstreckt sich über 5 Millionen Quadratkilometer und erstreckt sich über 9 südamerikanische Länder. Er beherbergt über 10% der bekannten Arten der Erde. Der Amazonas ist nicht nur die Lunge der Erde, sondern auch ein wildes Schlachtfeld, auf dem jede Minute ein Kampf ums Überleben ist. Vor etwa 55 Millionen Jahren entstand der Amazonas-Regenwald und entwickelte sich isoliert zu einem der einzigartigsten Ökosysteme der Erde. Damals war der Wald ein Meer aus Bäumen, das die Anden mit dem Atlantik verband und voll von hoch aufragenden alten Bäumen, riesigen Farnen, verflochtenen Reben und fleischfressenden Pflanzen war. Entlang der Sümpfe bildet ein uraltes Pilznetzwerk, das von biolumineszenten Pilzen bis zu symbiotischen Pilzen reicht, ein unterirdisches Wood Wide Web. Jeder Regen startet den Kreislauf des Lebens neu, indem sich der Wald wie eine perfekte Maschine der Natur regeneriert. Trotz Millionen von Jahren der Evolution hat der Amazonas-Regenwald bis heute viel von seiner ursprünglichen Größe und Komplexität bewahrt. Die Vegetation hier ist nicht nur vielfältig, sondern auch eines der komplexesten biologischen Labore der Erde.
Über 16.000 Baumarten wurden in diesem Wald identifiziert, aber nur etwa 227 Arten, weniger als 2%, machen mehr als die Hälfte aller großen Bäume aus. Jeder dieser Bäume ist aber für sich ein kleines Ökosystem. Auf dem Stamm eines alten Baumes können Hunderte von Insektenarten, Pilzen, Farnen, Orchideen und sogar Tiere leben. Hohe Bäume, die das Fundament des Blätterdachs bilden, können Höhen von 40 bis 70 Metern erreichen, wie beispielsweise Kiba, Kapok und Gummibäume. Sie sind nicht nur Riesen in ihrer Höhe, sondern spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Speicherung von Feuchtigkeit, der Regulierung des Klimas und der Bereitstellung von Lebensraum für eine Vielzahl von Organismen, von Affen und Vögeln bis hin zu baumbewohnenden Fröschen. Der mittlere und untere Baumkronenbereich wird von Bäumen mit weichem Stämmen, Sträuchern und Reben dominiert, wo das Licht spärlich ist. Hier ist das Leben ruhig, aber intensiv. Baumwurzeln verflechten sich, um jeden Tropfen Nährstoffe aus dem dünnen Boden zu extrahieren. Reben konkurrieren in einem stillen Kampf um Sonnenlicht darum, die Baumkronen zu erreichen. Und unter der Erde liegt das Reich der Pilze. Im Amazonasgebiet gibt es Hunderttausende von Pilzarten, von denen viele noch nicht von Wissenschaftlern benannt wurden. Einige leuchten in der Nacht und strahlen ein unheimliches Licht aus wie biologische Laternen. Einige Arten leben symbiotisch mit Baumwurzeln zusammen und tauschen Nährstoffe über ein Netzwerk von Pilzfäden aus, wodurch ein unterirdisches Nervensystem entsteht, das den ganzen Wald verbindet. Insbesondere Blattschneiderameisen und die von ihnen kultivierten Pilze sind ein Paradebeispiel für die Zusammenarbeit zwischen Waldorganismen. Ameisen fressen keine Blätter, sondern tragen sie zurück, um die Pilze zu füttern. Die Pilze sind ihre Hauptnahrungsquelle. Dies ist eine Form der Insektenlandwirtschaft, die schon Millionen von Jahren vor den Menschen existierte. Wenn die Sonne durch das Blätterdach scheint, leuchtet der Boden in einem sanften goldenen Licht, das jeden Baumstamm und jede Pfütze beleuchtet. In diesem Raum gleitet eine stille Gestalt durch den Wald, ohne Eile, still, der Jaguar. Der Jaguar, Panthera onca, ist die größte Katze Amerikas und nach dem Tiger und dem Löwen die drittstärkste der Welt. Sie sind mit goldenem Fell bedeckt, das sich durch schwarze Flecken in Form von Rosen auszeichnet, die nicht nur schön sind, sondern auch eine perfekte Tarnung im fleckigen Licht des alten Waldes bieten.
Jeder Jaguar hat ein einzigartiges Muster, ähnlich wie ein menschlicher Fingerabdruck. Im Gegensatz zu ihren asiatischen und afrikanischen Verwandten haben Jaguare einen schlanken, muskulösen Körperbau mit breiten Schultern, kurzen, kräftigen Beinen und einem kompakten Körper. Diese Statur ist ideal für Schwimmen, Klettern und für lautlose Bewegungen in dichtem Gelände. Sie sind wasserliebende Katzen, die besser schwimmen können als alle anderen Großkatzen und oft in der Nähe von Flüssen, Bächen oder Sümpfen jagen. Im Gegensatz zu Löwen oder Leoparden, die normalerweise in den Nacken beißen, zielen Jaguare auf den Schädel ihrer Beute. Der Biss des Jaguars gilt als der stärkste in der Welt der Katzen und ist stark genug, um einen Schildkrötenpanzer oder den Schädel eines kleinen Alligators zu durchbohren. Die Mittagssonne scheint auf das schlammige Flussufer und taucht die Rücken einer Gruppe ruhender Kapibaras in einen sanften goldenen Schein. Sie strecken sich auf dem warmen Boden aus und zittern gelegentlich, wenn eine Fliege an ihren Ohren vorbeischwirrt. Die Luft ist so still, dass man meinen könnte, dies sei ein friedlicher Nachmittag ohne jede Gefahr. Doch im dichten Gras hinter einem Baum sind zwei gefleckte Augen weit geöffnet und regungslos. Sie beobachten ein männliches Kapibara, das sich von der Herde trennt und langsam zum Ufer hinuntergeht. Der Jaguar schießt mit der Geschwindigkeit eines Waldblitzes aus dem Dickicht hervor. Mit einem Atemzug ist alles vorbei. Der Jaguar bleibt einige Sekunden lang regungslos stehen und lässt seinen Blick über die Umgebung schweifen, als bräuchte der Tod einen Moment, um anerkannt zu werden. Dann schleppt er seine Beute sanft tief ins Laubwerk. Im feuchten Unterholz des Amazonas-Regenwaldes ist der Pfeilgiftfrosch Dendrobatidae, obwohl nur wenige Zentimeter lang, das Zentrum eines ausgeklügelten Ökosystems. Sie leben nahe kleiner Wasserstellen auf Laubstreu, in Baumhöhlen, wo sich Eier und Kaulqualpen zwischen Algen, Bakterien und Insektenlarven entwickeln. Es ist eine geschlossene, lebendige Welt in jedem Regentropfen. Was Pfeilgiftfrösche so besonders macht, sind nicht nur ihre leuchtenden Farben, sondern auch ihre Haut, die extrem wirksame Giftstoffe enthält.
Diese Giftstoffe produzieren sie jedoch nicht selbst, sondern nehmen sie von Beutetieren wie Ameisen, Käfern und Spinnen auf, die wiederum Alkaloide aus Pflanzen und Pilzen aufnehmen. Dadurch wird jeder Frosch zu einem mobilen chemischen Abwehrwesen. Er braucht keine Krallen oder scharfen Zähne, sondern nur die Fähigkeit, in dem grünen Wald zu existieren und als Warnung zu leuchten. Der Amazonas ist nicht nur ein Wald, sondern ein riesiges Netz von Flüssen mit über 100 großen und kleinen Nebenflüssen, in denen das reichhaltigste Süßwasserökosystem der Erde beheimatet ist. In diesen schlammigen Gewässern leben die Tiere nicht, um anzugeben, sondern zu überleben. Eine der bekanntesten Arten ist der Piranha, ein kleines Tier mit kaltblütigem Raubtierinstinkt. Diese nur wenige Zentimeter langen Fische haben scharfe Zähne, die mit einem einzigen Biss Fleisch zerreißen können. Piranhas haben einen flachen Körper, eine niedrige Rückenflosse und eine hervorstehende Schnauze mit einem starken Unterkiefer und dreieckigen Zähnen, die wie eine Säge angeordnet sind. Sie haben einen hochsensiblen Geruchssinn, insbesondere für den Geruch von Blut im Wasser, und leben oft in Schwärmen, um ihre Jagdeffizienz zu steigern und sich gegenseitig vor größeren Raubtieren zu schützen. Die Fülle an Fischarten im Flusssystem des Amazonas ernährt nicht nur die Unterwasserbewohner, sondern zieht auch eine andere Welt von oben an. Raubvögel können das potenzielle Festmahl, das unter der schlammigen Oberfläche schwimmt, nicht ignorieren. Auf Baumstämmen, die über den Fluss ragen, breiten Anhingas ihre Flügel aus, um sich in der Sonne zu ahlen. Ihre Federn sind nach einem langen Tauchgang auf Fischfang schwer vom Wasser. Im Gegensatz zu vielen anderen Wasservögeln haben Anhingas keine Talgdrüsen, um ihre Federn wasserdicht zu machen. Daher nehmen sie Wasser auf, um ihren Auftrieb zu verringern, tauchen tief und jagen mit Blitzschnelligkeit Fische. In der Ferne stehen Reiher und Silberreiher regungslos auf den Schlammbänken und warten auf den Moment, in dem ein kleiner Fisch vorbeischwimmt. Mit einem einzigen blitzschnellen Schlag wird die Beute in ihren langen, scharfen Schnäbeln gefangen. Auf diese Weise wird vom Flussbett bis zum Himmel eine Kette des Überlebens aufrechterhalten. Ohne Pause jagen Fische Fische, Vögel jagen Fische und jede noch so kleine Bewegung kann den Tod bedeuten oder die letzte Chance zum Überleben. Im schlammigen Wasser gibt es diejenigen, die still beobachten und weder Flügel noch scharfe Krallen brauchen, nur den richtigen Moment.
Kaimane sind die typischen Raubtiere des Amazonas. Sie werden 2 bis 3 Meter lang und gehören zur Familie der Krokodile, sind aber kleiner als ihre größeren Verwandten. Mit ihren scharfen Zähnen und ihrem kräftigen Biss können sie Vögel, große Fische, Affen oder Kapibaras erlegen, wenn sich ihre Beute dem Ufer nähert. Kaimane lauern normalerweise unter der Wasseroberfläche, lassen nur ihre Augen und Nase sehen und bleiben stundenlang reglosen. Wenn sich die Gelegenheit bietet, schießen sie mit einem schnellen, entschlossenen Schlag, einem schnellen, sauberen Biss nach oben und lassen ihrer Beute keine Zeit zur Flucht. Doch im Dschungel, wo jedes Lebewesen einen Feind hat, ist selbst ein Kaiman nicht ohne Feinde. Aus dem dichten Laubwerk in der Nähe beobachtet ein Jaguar schweigend. Es ist keine kleine oder leichte Beute, es ist ein Kampf zwischen Gleichgestellten. Aber genau das macht den Jaguar aus. Er wählt keine leichte Beute, er wählt den perfekten Moment. Ein Kaiman liegt auf einem schlammigen Ufer, die Augen halb geschlossen, reglosen nach einer Nacht der Jagd. Der Jaguar senkt sich und bewegt sich lautlos durch das verrottende Laub. Ein Sprung, schnell und entschlossen, stürzt sich vom Ufer, seine Kiefer schnappen nach dem Hinterkopf des Kaimans, wo die Schuppen zu weich sind, um ihn zu schützen. Als der Jaguar im Wald verschwindet und den Kadaver des Kaimans unter das Blätterdach zieht, kehrt das Wasser zu seiner gewohnten Stille zurück. Aber im Amazonasgebiet ist Stille niemals leer. Oft ist sie nur die Hülle, hinter der sich etwas noch Schrecklicheres verbirgt. Unter Wasser schlittert die Anaconda dahin wie ein lebender Teil des Flusses. Mit einer Länge von bis zu 7 Metern und einem Gewicht von über 200 Kilogramm ist sie die größte Schlange der Welt. Sie braucht weder Gift noch Schnelligkeit, nur einen festen Griff, und das Leben ihrer Beute endet. Die Anaconda versteckt sich unter der Wasseroberfläche, lässt nur ihre Augen und Nase sehen. Und wenn sich ein Vogel, ein Fisch oder ein Kapibara zu nahe heranwagt, schlägt sie zu, so schnell wie eine Unterwasserflutwelle. Lautlos, aber unausweichlich. Während der Regenzeit, von April bis Mai, regen weibliche Anacondas Pheromone frei, um mehrere Männchen gleichzeitig anzulocken.
Manchmal kann man ein seltenes Schauspiel beobachten, einen Paarungsknoten, bei dem sich mehrere Männchen tagelang um ein Weibchen winden und um die Chance zur Paarung kämpfen. Nach der Befruchtung trägt das Weibchen ihre Jungen etwa 6 bis 8 Monate lang und bringt Dutzende von Babys zur Welt, die bereits von Geburt an schwimmen und jagen können. Hoch oben, wo das Sonnenlicht durch die Blätter fällt, ist eine andere Welt in Bewegung, sanfter, aber nicht weniger lebendig. In den schwankenden Ästen bewegen sich Schwärme von Klammeraffen wie Akrobaten. Sie klammern sich mit beiden Händen und Schwänzen an die Äste, wobei ihre langen, flexiblen Schwänze als dritter Arm dienen. Mit ihrem weiten Blickfeld und ihrem scharfen Gehör sind Affen effektive Wächter, die andere aus der Ferne vor Leoparden oder Raubvögeln warnen. Neben ihnen lebt das Dreifinger-Faultier, ein Tier, das so langsam ist, dass die Zeit um es herum langsamer zu vergehen scheint. Sein dickes Fell ist oft mit Moos bedeckt, wodurch es sich perfekt in das Blätterdach einfügt. Trotz seiner langsamen Bewegung überlebt es dank seiner Stille und Unberechenbarkeit. Weniger Raubtiere sind bereit, Zeit damit zu verbringen, auf ein Tier zu warten, das sich kaum bewegt. Wenn die Sonne auf das höchste Blätterdach des Amazonas-Regenwaldes scheint, beginnen die Vögel zu singen. Hoch über den Baumwipfeln flattern bunte Aras mit ihren Flügeln und rufen ihre Herde, wobei ihre Rufe durch den Wald hallen. Tukane mit ihren großen, bunten Schnäbeln, die Kunstwerken ähneln, springen von Ast zu Ast auf der Suche nach reifen Früchten und Insekten. Winzige Kolibrie, schnell wie der Blitz, huschen zwischen tropischen Blumen hin und her, trinken Nektar und bestäuben in einem nie endenden Tanz. Wenn die Geräusche der Vögel in den Baumkronen verstummen, richten sich die Augen des Amazonas-Regenwaldes auf das stille Wasser darunter, wo eine andere Welt erwacht. Die Silhouette einer Riesenotter gleitet durch das trübe braune Wasser und schlägt ein neues Kapitel der Verbundenheit, der Geschicklichkeit und des Überlebenswillens auf. Inmitten der reißenden Strömung ist die Riesenotter Pteronura brasiliensis mit einer Länge von fast 1,80 Meter und einem Gewicht von etwa 30 Kilogramm das größte lebende Süßwassersäugetier. Als Symbol altehrwürdiger Kraft im Herzen des wilden Amazonas hält ihr dickes, samtiges Fell nicht nur warm, wenn sie tief taucht, sondern auch wasserabweisend, sodass sie sich unter Wasser geschickt bewegen kann. Mit ihren scharfen Augen und spitzen Zähnen jagen sie Fische, Wasserschlangen, Frösche und sogar kleine Schildkröten, Beute, die in den schlammigen Gewässern unter dem Blätterdach des Waldes lauert.
Riesenotter leben in der Regel in Gruppen von 6 bis 20 Individuen und markieren ihr Revier entlang der Flussufer, wobei sie zur Kommunikation charakteristische Pfeif- und Kreischlaute verwenden. Sie jagen koordiniert, indem sie Fische in begrenzte Bereiche treiben und dann die Beute untereinander aufteilen, was von hoher Präzision und Organisation zeugt. Jedes junge Otterbaby wird von Geburt an sorgfältig von seiner Mutter aufgezogen und von der gesamten Gruppe vor größeren Raubtieren wie Krokodilen, Anakondas oder Jaguaren geschützt. Riesenotter leben bevorzugt in Flüssen und Bächen mit tiefem Wasser, umgestürzten Bäumen und kleinen Kanälen, in denen die Strömung langsam fließt. Ideal für ihre heimliche Jagdweise und gleichzeitig ein sicherer Unterschlupf und Aufzuchtort für ihre Jungen. Dies ist ein anschauliches Beispiel für eine Überlebensstrategie, die sich nicht nur auf individuelle Stärke sitzt, sondern auch auf Gemeinschaftsorganisation, Einheit, um in der chaotischen Welt des Amazonas-Regenwaldes zu überleben. Der Amazonas ist eine geschlossene Welt, in der jeder Tropfen Wasser, jedes Blatt und jedes Lebewesen eng miteinander verbunden sind. Von den Fischen im Fluss bis zu den Affen in den Bäumen, von den im Schatten versteckten Blumen bis zu den stillen Raubtieren. Alle funktionieren in einem natürlichen, präzisen und wundersamen Rhythmus. Aber dieser Rhythmus wird gestört. Abholzung, Waldbrände und Klimawandel bringen den Amazonas an den Rand des Abgrunds. Jeder Baum, der fällt, ist ein verlorenes Leben und ein Schritt näher an der ewigen Stille des Waldes. Wenn der Amazonas aufhört zu atmen, wird auch die Erde ersticken. Wir sind nicht nur Beobachter, wir sind Teil dieses Ökosystems. Handeln Sie, bevor es zu spät ist. Schützen Sie den Wald. Schützen Sie das Leben. Schützen Sie unsere Zukunft.